Minecraft-Fans, aufgepasst! Es gibt das neue Spiel Minecraft Digging Downs und wie genau dieses Spiel funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Kevin, wie funktioniert Minecraft Digging Down? Das ist eigentlich im Endeffekt ein kooperatives Erkundungsspiel. Das ist eine Mischung aus einem Board und einem Kartenspiel. Im Endeffekt wollen wir als Team Diamanten finden. Und Diamanten verstecken sich immer am Grund von einem dieser 4 Minenschächten. Es gibt 2 Diamanten auf 4 Minenschächte und wir müssen uns jetzt als Team Schacht, also Block für Block, einen Schacht runtergraben. Genau. Und das machen wir, indem wir so eine Karte umdrehen und unter so einer Karte ist eine Challenge. Zum Beispiel ein Monster, das besiegt werden möchte. Genau. Um dieses Monster zu besiegen, hat jeder Spieler ein eigenes Inventar mit Werkzeugen. Zum Beispiel Schwerter und Spitzhacken. Schwerter, um Monster zu besiegen, Spitzhacken, um später Erze abzubauen. Genau. Wenn wir jetzt als Team in einen Minenschacht rein wollen, also aus unserer Basis in einen Minenschacht wollen, müssen wir eine Fackel zahlen. Fackeln sind im Endeffekt so die Hauptwährung im Spiel. Wir haben dafür einen relativ großen Stapel an Fackeln und um Aktionen zu machen, müssen wir diese Fackeln eben ausgeben. Wir können, wie gesagt, entweder in einen Minenschacht gehen, zur Basis zurückgehen oder die Challenges einfacher machen mit Fackeln. Und wie komme ich dann an die Fackeln ran? Jeder Spieler hat eine begrenzte Anzahl an Fackeln in seinem Inventar. Und um Fackeln wieder zu bekommen, müssen wir einmal zurück in die Basis gehen. Dafür müssen wir auch eine Fackel zahlen. Und dann können wir quasi an unsere Chest ran und unsere Fackeln in unserem Inventar wieder auffüllen. Wie würden wir beispielsweise jetzt fortfahren? Jetzt würden wir fortfahren. Wir machen mal einen beispielhaften Aufbau. Wir als Team sind jetzt hier in unserer Basis. Jetzt zahlen wir als Team eine Fackel, also eine Fackel aus irgendeinem Inventar, um zusammen in diese Minenschächte zu gehen. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir als Team zum Beispiel 2 in einen Minenschacht, alle in einen Minenschacht, jeder in eine einzelne Minenschacht gehen wollen. Und so können wir jetzt, wie gesagt, diese Karten umdrehen. Kurze Frage, welchen Vorteil haben wir davon, ob wir uns jetzt trennen oder ob wir da zusammen reingehen? Wenn wir zusammen in den Minenschacht reingehen, dann können 2 Spieler zum Beispiel ihr Inventar zusammen benutzen. Das heißt, anstatt wie hier zum Beispiel, ein Spieler hat nur 4 Stärke, wenn wir jetzt 2 Spieler in einen Minenschacht gehen, haben wir dann theoretisch 8 Stärke und können das Monster besiegen. Okay, jetzt sind wir einfach stärker zusammen. Ganz genau. So können wir auch zum Beispiel, wenn einer schon Werkzeuge benutzt hat, können wir so unsere Werkzeuge zusammenschmeißen und trotzdem die Challenges meistern, auch wenn wir unsere Werkzeuge eigentlich schon verbraucht haben. Okay. Wenn wir zum Beispiel so eine Karte umdrehen und wir besiegen dieses Monster, dann bekommen wir diese Chestplate als Loot. Die kommt dann hier auf den temporären Stapel. Wenn wir jetzt als Team wieder zurück in die Basis gehen, können wir diesen Loot dann benutzen. Zum Beispiel wird dieser Loot dann zu so einer Chestplate. Diese Chestplate ist ein temporäres extra Herz. Wird dieses Herz einmal verbraucht, kommt dieses Item weg. Das gleiche passiert auch, wenn wir ein Erz abbauen, können wir unsere Tools upgraden. Genau. Später im Spiel, in den schwierigeren Leveln, geht es dann sogar in die Verzauberung. Wir haben diesen schönen Sleeve hier und das ist im Endeffekt die Verzauberung. Damit können wir so eine Chestplate von einem Wegwerfgegenstand, indem wir es verzaubern, indem wir hier diesen Sleeve reinstecken, in einen permanenten Gegenstand machen und uns ein permanentes Extraherz geben. Und der verstärkt uns dann sozusagen. Genau. Die Herzen sind für uns zum Beispiel dafür da, wenn wir alle Herzen verlieren, müssen wir einmal zurück in die Basis, wir respawnen quasi, verlieren unseren Loot und müssen dann einmal neu in die Minenschächte zurück. Dann graben wir uns immer niedriger und dann ist das Ziel des Spiels? Dass irgendwann, wenn wir uns niedrig genug gegraben haben, sind da Diamanten. So, das sind 2 Diamanten auf 4 von diesen Minenschächten. Das heißt, wir müssen im Endeffekt alle Minenschächte so ein bisschen abarbeiten, in der Hoffnung, dass wir auf einen Diamanten stoßen. Wenn wir diese 2 Diamanten abgebaut haben, gewinnen wir das Spiel. Genau. Wir verlieren das Spiel, wenn wir vorher alle Fackeln verloren, also ausgegeben haben. Aber wir gewinnen es vorzeitig, wenn wir Glück haben und die Diamanten sind vielleicht nicht ganz unten. Ganz genau. Die Diamanten können auch quasi in der vorletzten Position sein. Sie müssen aber immer in dem tiefen Schieferteil sein. Diese Minenschächte ist aufgebaut aus Stein, Erde und Deep Slate, also Tiefenschiefer. Und Diamanten befinden sich immer im tiefen Schieferareal. Okay. Du hast vorhin gesagt, wir spielen das Spiel zusammen. Das bedeutet, wie viele Leute können das Spiel spielen? Das Spiel können 2 bis 4 Leute spielen. Genau. Ja. Dann vielen Dank für das Spiel. Das war Minecraft Digging Down, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da und aktiviert am besten auch noch die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich keins mehr unserer coolen Messevideos, die wir machen. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.